Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir haben in der letzten Folge endlich Hades ausgelöscht, das letzte Stück Bewusstsein, was er noch hatte. Und jetzt haben wir hier wieder eine Projektion von Silence. Mal gucken, was er zu sagen hat. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware, I see. So, all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world, too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? Natti Kieselchen, ich glaube tatsächlich, dass Hades wirklich tot ist. Ich glaube nur, dass die anderen Teile, uns noch andere Probleme machen können. Hephaistos zum Beispiel. Ich bin gespannt. You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. Was für ein Exactly a Arschloch! denial, Silence. Take it any way you want. Ich Chef, du nix. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. In there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Und? Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. Okay. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say,
on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you've desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. Oh, Arsch. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. Das ist so ein... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, mein liebster Bösewicht aller Zeiten in Computerspielen ist bis heute immer noch Sephiroth aus Final Fantasy VII. Ich habe das Reboot auch immer noch auf dem Rechner, also die neue Version, Teil 1 davon. Muss ich auch immer noch zocken, wo ich tierisch gespannt drauf bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Silence so eine geile graue Rolle ist, weil man nicht weiß, ob er wirklich gut oder wirklich böse ist oder was er für Absichten hat. Jetzt geil, dass er sich meldet, weil ich hier stehen bleibe. Wie großartig. Und das finde ich tatsächlich fast noch besser, als einen richtig guten Widersacher zu haben. Weil es halt einfach irgendwie grauer ist, ne? Man weiß so gar nicht, wie man ihn greifen soll. Finde ich mega. Okay, here we go. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soba. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. Yeah, verrät er mir jetzt nicht die Dinger? Patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some at the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Okay. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Tiefwasserbrunnenkraut habe ich schon. Das sind so Jumper-Viecher, ne? Oder sind das einfach nur wieder Gräber? Okay. Ah, Sprungschläger. Where's its power cell? There's the power cell. I can tag it in my focus display. Ziel markieren, Teil markieren. Okay. I'll have to detach it before the machine goes down. Das kann doch nicht so schwer sein. Nee, voila. Those lights were built for leaping. And kicking, no doubt. There goes the part. Gotta pick it up. Nein! Und ein zweites. Wo ist der zweite hin? Ist der weg? Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data. Autsch!
Just what I need. Ah. Ach, das sind wieder... Ja, okay. Die könnte ich wieder mit diesen Verderbnis-Dingern abschießen. Dann kriege ich die, glaube ich, sehr viel schneller wieder gekillt. So, stelle den Anzünder her. Alles klar, dann lasst uns das machen. Dann können wir endlich diese roten Blumen beseitigen. Davon hatten wir ja schon eine Menge tatsächlich. Ja, das mache ich gleich sofort. Na, die Kieselchen. Spezialausrüstung. So, Zugwerfer. Anzünder. Herstellen. Klickety-klick. Wunderbar. In den Speer eingebaut kann dieses Modul benutzt werden, um Feuerglimmer zur Explosion zu bringen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Geil. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Great. Du bist so toll. I'd step back if I were you. Please step in. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. That symbol... You said this is where Hades was tested? A proving lab. A pit for the trial and error of destruction and rebirth. Ich bin so mega gespannt, was wir hier drin finden. This whole place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. Den finden wir schon. Erstmal gucken wir uns das hier an. Textprotokoll, Beschädigung schwer. 1. Februar 65, 7:11 Uhr. Travis Tate. 5. Februar 65, 9:47 Uhr. Hernan de Leon. Zutrittsliste. 5. Februar 65, 12:31 Uhr. Kelly Hayden. Selber Tag, 18:32 Uhr. James Jeong. 6. Februar, 8:20 Uhr. Haruki Sato. Daten beschädigt. 15. Juni 65. 10:47 Uhr Travis Tate und Elisabeth Sobek. Interessant. 16. Juni, 15:32 Uhr Hank Shaw und 17:01 Uhr Sicherheitsteam Bravo. Daten beschädigt. Aha. Okay. Also sind hier sehr viele der Menschen, die an dem Projekt Zero Dawn gearbeitet haben, ein- und ausgegangen. Komme ich da rüber? Well, this is familiar. Picking my way through ancient, crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Stop waxing the was? Was war das für eine geile Redensart? Die habe ich auch noch nie gehört. Kannte ich auch nicht. Aha. Okay, da komme ich schon mal hoch. Hep. Wie konnte ich nochmal? Benutze R, um die Kamera zu dich zu einem weiteren Kletter- oder Greifpunkt umzusehen. Tippe B, um
genau, nach hinten zu springen. So. Ich finde es schön, dass die Bewegungssachen erweitert wurden. Da drüben komme ich auf jeden Fall weiter. Aber wie komme ich da hin? Bunkertür. Da komme ich nicht hoch. Da drüben ist noch so ein Lüftungsfeld. Fuck. Okay. Probieren wir mal die andere Seite aus. Ja. Hallo Kirmes TV. Moin moin. Grüße dich. Der Raum sieht aus wie bei Stargate. Stimmt, es hat so ein bisschen was von Stargate. Hast du recht? Da drüben komme ich nicht hin. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Das heißt, erstmal die andere Seite probieren. Zack. So. Da drüben ist eine Tür, die nicht offen ist. Might be a good idea to drop that ladder. Welche Leiter? Ach, da. Haha, Kirmes TV, das freut mich sehr, mein Lieber. Danke dir. Oh, cool, den kenne ich ja auch noch gar nicht. Wow. Aufladen, aber die darf ich jetzt nicht aufstemmen, oder was? Das ist ja ein bisschen albern. Aber ich kann Door's immerhin locked. But there's some kind of device next to it. klettern. Ah ja, ich brauche wieder eine Energiezelle. It looks like this connects to the door, but it needs power. Nehmen wir doch die hier. An energy cell. Das war jetzt ein extrem schwieriges Rätsel. Hätte ich fast nicht lösen können. Aber gut. That did it. Boah, die Grafik ist so geil von diesem Spiel, ne? Es ist einfach nur... Und, Leute, fällt euch was auf? Wir spielen seit über 2 Stunden und es ist nicht einmal abgestürzt. Scheint wirklich an der Übertaktung und an dem Undervolting der Grafikkarte gelegen zu haben. Super interessant What's und above me? super geil. Okay, was haben wir hier? Darf ich da jetzt einfach die Energiezelle von da drüben rausnehmen? Ich hoffe, dann geht die Tür nicht wieder zu. Ja, die ist ja jetzt offen. Perfekt. Müssen wir die jetzt durch die ganze Anlage tragen, das Ding? Kirmes TV, es ist übrigens, Fleck ist tatsächlich einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Den mag ich sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass er dir einen Ohrwurm bereitet hat. Yeah, that's stuck. Hä? Ah. Okay. Plumps. Man kann die Lampe auch nicht on purpose anmachen, ne? What was this Yo. room for?
Looks like there is another console that needs power. 2 Stück, um genau zu sein. So, lass uns die mal nach hier drüben schleppen. Dann kommen wir hoffentlich die Kante hoch. This console shut down. Okay. Aber, ey, die sind so geil gemacht, die Dinger, ne? Es sieht einfach nur cool aus. Es sieht einfach nur wahnsinnig cool aus. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Noch so ein Ding. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Nice. Das heißt, ich kann die Energiezelle hier mitnehmen. Ja, solche Parts gab es im ersten Teil gar nicht, ne? Deshalb echt schön. Also ich finde es total geil, dass jetzt hier so kleinere Rätselparts quasi drin sind. Wollen wir doch erstmal gucken, was das Ding hier hinten bringt. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn ich das hier reinpacke. Zugleich Energiezelle leer. Verdammt. Oh, guck mal, Travis Tate. Elizabeth. And Travis Tate. Ooh, boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixins, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. I'm heading back to Bryce as soon as this is done. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, a paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Ja, und die Datei kennen wir ja schon, die haben wir ja schon gesehen. Logic bombs off. Here it comes, far Z-nuts. Just keeping the best of what you do, Travis. Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. And she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. I'm not so sure. The exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. Ja. Okay. Tür öffnen, bitte. Was haben wir denn hier? What do we have here? Open Sesame. Oder auch nicht. Hum hum. Muss ich das doch in dem anderen Ding lassen vielleicht? Um die Tür oben aufzumachen? War das nur für die Truhe da? Kann natürlich auch sein. Ja, jetzt ist die Tür oben offen, alles klar. Dann doch so rum. Ja. Okay. There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. Okay, Leiter runterlassen.
Also dieser Kletterhaken ist schon echt ziemlich geil, ne? Das muss man mal sagen. So. I can't make that jump. But if I glide... Yes, den haben wir ja auch noch. I don't think I'm gonna get to the door from here. Aber die wollte ich schon ganz gerne einsammeln. Okay. Gut. Wir waren noch gar nicht hier unten, ne? Gruselig. Boah, stellt euch vor, ihr würdet in sowas tauchen. Ich würde ja die Vollkrise kriegen. Sowas fand ich immer schon gruselig, wenn da irgendwelche Rotoren oder keine Ahnung, irgendwas im Wasser, was halt so technisch ist. Davor hatte ich immer Schiss. Wisst ihr, was ich meine? Hep. Ja, wieder festhalten bitte. Das ist auch jedes Mal an derselben Stelle passiert, ist auch so ein bisschen albern. Hätten sie ja machen können, dass es einmal nur passiert. So. Und hep. Alles klar, darüber komme ich. Da drüben ist noch ein stabiler Balken. Also ich muss irgendwie von hier aus weiter. Zack. There's more of the facility over there. I better take a look. Ah, da drüben komme ich wieder rein. Alles klar. I should be able to glide over. Das ist mir auch klar. Lüftungsbedienfeld, das war das von ganz vom Anfang, ne? Nee, das ist noch nicht offen. Kann ich das von hier oben, kriege ich das nicht auf, ne? Nee, das ist zu weit weg. Okay. Going down! Hoffentlich nicht. So. Sesam, öffne dich. Aber von hier sollte ich das aufkriegen. Immer noch nicht. Wirklich nicht. Kann mit dem Zugwerfer entfernt werden, ja. Aber offensichtlich noch nicht von hier. Wahrscheinlich von da oben. Ja, da komme ich wahrscheinlich gleich raus, wenn ich hier durchgehe. Nun denn. What's in here? Ist auch so There's geil. another locked door. What's that console next to it? Wie das immer überwuchert ist von Natur, von Leben. Es ist so cool gemacht. Das Spiel ist einfach nur schön. Neuer Datenpunkt Sprachaufzeichnung. Datenbeschädigung minimal. Travis steht nicht auf Verräter. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? What? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. Why start with Far Zenith? I was gonna tell you about it. They get a copy of Gaia, I get a spot on the Odyssey. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Gosh, Hank. Sounds like the dampening field done slipped. You all right? No, I'm cool. Okay, got a personal field right here, see? Now, I know your ears ain't working so well just now. But see that text transcribing every word I say? Good. While I dial the music out there up to 170 decibels, how about you type in that transmit code? There you go. And that's all of it? Cool.
Thank you, Hank. We're done. Security? Hank Shaw is ready for collection. No, he's still breathing. Might want to bring a spatula, though. Ganz schön kaltblütig, ey. Krass. Jawohl, ihr Lieben. Ich würde sagen, bis genau hierhin. Wir sehen uns exakt hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüssi, ihr Lieben.